Ein Produktdatenfeed importiert und aus allen Umlauten sind jetzt Fragezeichen geworden? Der Horror. Das sieht nicht nur abenteuerlich aus, sondern erzeugt auch viel Frust bei der Fehlersuche. Ich bin Felix und ich gebe euch heute 5 Tipps zur Fehlervermeidung von Datenfeeds mit Synasty Studio. Tipp Nummer 1. Gebt Steps und Flows gute Namen. Ich empfehle den ursprünglichen Step-Namen zu lassen und einen Zusatz anzuhängen, der den Step beschreibt. Zum Beispiel der Step Spreadsheet CSV Writer - Preisliste. Tipp Nummer 2. Lest die seitetypische Fehlermeldung. Lest die Fehlermeldung im Event-Log. Haltet immer Ausschau nach Wörtern oder Nummern, die euch bekannt vorkommen. Wenn zum Beispiel eine Artikelnummer in der Fehlermeldung vorkommt, dann stimmt mit dem Artikel etwas nicht. Steht in der Fehlermeldung etwas mit einem HTTP-Fehlercode, dann könnte es an den externen Systemen liegen. Tipp Nummer 3. Vermeidet Formatierungsfehler. Wer kennt nicht den Moment, wenn man vor einem Rudel voller Sonderzeichen sitzt? Um diesen Fehler zu vermeiden, empfehle ich niemals Sonderzeichen, Leerzeichen oder Umlaute in ID-Spalten, zum Beispiel von Artikelnummern, zu schreiben. Außerdem solltet ihr auf Copy and Paste verzichten. Durch Copy and Paste in einem Browser-Textfeld kommen unsichtbare Steuerzeichen vor, die zu Fehlern führen können. Wenn es sich wirklich nicht vermeiden lässt, dann nutzt als Datei-Encoding immer UTF-8. Damit seid ihr auf der sicheren Seite, wenn es um die Darstellung von Umlauten geht. Und nicht vergessen, bei Formatierungsfehlern gilt die altbewährte Punkt statt Komma-Regel. Tipp Nummer 4. Verwendet einen Texteditor. Öffnet oder bearbeitet CSV-Dateien nicht mit Programmen wie Excel, sondern verwendet einen Texteditor. Oft werden durch das zusätzliche Speichern in Tabellenkalkulationsprogrammen Spalten zerstört. Ein Klassiker. Eons werden in Exponentialdarstellung ausgegeben. Damit wird die Eon zerstört und der Datenfeed ist damit unbrauchbar. Das macht dann keinen Spaß, damit zu arbeiten. Also nicht vergessen, nur ein Texteditor sagt die Wahrheit. Zu guter Letzt Tipp Nummer 5. Erstellt Kontrolldateien. Speichert wichtige Zwischenergebnisse und Filterergebnisse immer als CSV-Datei. Wenn ihr große Datenmengen verarbeitet oder Flows Zeit benötigen, kann eine Kontrolldatei von Vorteil sein. Legt euch die Kontrolldateien zusätzlich auf eurem FTP-Server ab. Wenn eine Partei behauptet, dass Daten nicht übertragen wurden, dann habt ihr einen Nachweis, welche Daten wann übertragen wurden. Mit diesen einfachen Kniffen könnt ihr Fehler vermeiden. Wenn ihr noch weitere Fragen bezüglich der Arbeit mit Datenfeeds habt, dann schaut in unser Forum. Dort findet ihr weitere Lösungen bei der Arbeit mit Synasty Studio. Schaut auf jeden Fall auf unserer Homepage und unseren Social Media Kanälen vorbei. Dort veröffentlichen wir wöchentlich spannende Beiträge und Einblicke in Synasty. Ich sag Ciao mit V, bis zum nächsten Mal.